Nochmal hi und herzlich willkommen in dem Video. Warum nochmal? Ich habe es eigentlich schon mal komplett aufgenommen, hatte aber den Autofokus nicht an. Pech gehabt. Also, jetzt muss ich es halt nochmal labern. Mein Problem. Wir schauen uns kurz das 2450 von Nikon an für das Z-Mount. Das habe ich mir persönlich gekauft. Nikon weiß nicht, dass ich diese Review mache. Ich werde von niemandem bezahlt. Ja, und jetzt geht's los. Was wichtig ist an dieser Stelle, es ist von der Haptik her sehr leicht. Es erinnert sehr stark an das 50 mm Blende 1.8 von jedem x-beliebigen Hersteller, das sogenannte Nifty 50. Es hat fast dieselben Maße, es hat auf alle Fälle dieselbe Haptik. Fühlt sich sehr danach an. Das ist auch, finde ich, der Vorteil von dem Objektiv, weil die Brennweite mit 24 bis 50 mm ist an sich ja nicht sehr groß. So, da kann man auch gleich mal schauen. Das sind 24 mm, 28 mm, 35 mm, 40 mm und 50 mm jeweils auf der kleinsten Blende. Die rutscht mit hoch. Ich weiß nicht, was Nikon dazu sagt. Ich persönlich würde es zum Reisen für Städtetrips und ähnliches empfehlen. Dafür habe ich es auch schon selbst benutzt. Und da ist es wirklich toll, weil dadurch die Kamera halt sehr leicht wird, ganz klar. Jetzt momentan filmt mich das nächstgrößere Objektiv, das 2470 von Nikon fürs Z-Mount. Das ist schon fast doppelt so groß, also zumindest gefühlt. Auf alle Fälle wesentlich schwerer und bringt gerade mal 20 mm mehr Zoom-Bereich. Dazu muss man auch was sagen, zum Beispiel der Preisunterschied zwischen den beiden Objektiven ist auch dann tatsächlich fast doppelt so groß. Und zwar das 2450 gibt es momentan, Stand jetzt für 299 €, 350 ganz unterschiedlich, also um die 300 €, während das 2470 Blende 4 bei grob so um die 800 € rumschwebt. Man muss natürlich selbst abschätzen, was man genau damit machen will. Zum puren Rumreisen oder auch sehr gut, wenn man mit einer Nikon Z vloggen will. Wir sprechen hier von einem Vollformatobjektiv für eine Vollformatkamera, denn der Weitwinkel 24 mm ist super. Ich habe jetzt normalerweise denselben, ja. Bin jetzt auch 24 mm. Man sieht, es ist fast schon gewohnte Vlog-Ansicht. An den Z-Kameras gibt es allerdings keinen, ja, wie nennen wir das eigentlich? Es gibt einen neigbaren Monitor, aber es gibt leider keinen, der mich anguckt. Zum Beispiel die Canon RP hat das. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Vlogger, die auf sowas pfeifen und einfach die Qualität wollen. Und die Qualität ist zu meiner Überraschung für dieses sehr kleine, sehr leichte und sehr günstige Kit-Objektiv überraschend scharf. Ich zeige an dieser Stelle mal ein paar Fotos, die ich neulich geschossen habe. Rein zu Testzwecken. Ich hatte tatsächlich nicht vor, auf das nächstgrößere zu upgraden. Das 2470 ist mir jetzt zufällig für einen guten Preis in die Hände gekommen. Ich werde das 2450 also an dieser Stelle dann auch ersetzen, weil das will ich mit zweimal demselben Objektiv. Aber es ist reiner Zufall. Ich hatte mir das absichtlich bei Calumet gekauft, weil der Preis sehr gut ist. Für ein Einsteiger-Set, ja, unschlagbar eigentlich. Sehr günstig. Und tatsächlich sogar günstiger als das Pendant von Sony, was schon uralt ist, was ich auch sehr gerne genutzt habe an meiner A7 II, nämlich das 2870. Man hört schon 28 mm, der Weitwinkel fehlt. Zum Vloggen, so wie ich es jetzt tue, ist es dann schon gar nicht mehr so gut, weil man schon ein Stück zu nah dran ist. Ich kann es dir mal zeigen. Zum Vergleich, das sind jetzt 28 mm, kann man benutzen, aber es ist zum Vloggen eher schlecht. 24 klingt wenig, ist aber eine ganze Menge mehr. So, und man muss auch sagen, was mich auch sehr überrascht hat, zum Beispiel im Vergleich mit dem Standard Sony Kit, das Standard Sony Kit 28 bis 70, Blende 3,5 bis, oh, jetzt lüge ich glaube 6,3, kann aber auch 5,6 sein, ich blende es ein, hat ein schlechteres oder gefühlt schlechteres Bokeh oder anders gesagt, ich finde die Schärfe von dem 2450 für die Nikon Z wesentlich krasser als die Schärfe vom Standard-Kit-Objektiv für die Sony. Kann aber daran liegen, dass die Z einfach aktueller ist. Ich filme jetzt auf der Z5, was so ziemlich das aktuellste gerade ist, und kann die Technik sein. So oder so sind beide zu empfehlen als Einsteigermodell. Ich habe jahrelang auf der Sony mit dem Kit gearbeitet und ja, freue mich jetzt auf Nikon Z gewechselt zu haben und bin eben von der brillanten Zeichnung, auch von dem in Anführungszeichen schlechteren, weil einsteigerfreundlichen 2450 Z Nikkor.
Das soll es schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig es mir, indem du mir einen Kommentar schreibst, vielleicht deine Erfahrungen oder was auch immer. Daumen hoch, immer gut. Abo da lassen, dann verpasst du das nächste Video und all die anderen nicht. Eins davon wird jetzt hier irgendwo aufploppen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Mein Name ist René, du bist auf dem Kanal von Farbsynthese. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich werde Disclaimer hinten dran auf nicht von Nikon bezahlt. Werde von gar niemandem bezahlt, machst du aus freien Stücken, machst das gern, weil es mir Spaß macht und hoffe, ich kann dir damit weiterhelfen.